Barcelona hatte 2014 ein Problem. Die Stadt erstickte förmlich in Verkehr und dem damit einhergehenden Smog. Es musste eine Lösung her. Heute ist Barcelona eine Vorzeigestadt bei Urbanisten für ihre Walkability. Aber was genau wurde in Barcelona geändert, dass eine derartige Transformation so schnell möglich war? Barcelona setzte in seiner Reformation seines Verkehrsdesigns hauptsächlich auf das Konzept der sogenannten Superblocks. Die Idee eines Superblocks ist es, dass es wenige große Arterien gibt, auf denen die meisten Fahrzeuge fahren und die meisten Wohnviertel so derart autounfreundlich sind, dass du nicht auf die Idee kommst, dort durchzufahren, insofern dein Ziel nicht genau in diesem Wohngebiet liegt. Diese Pazifizierung, wie sie wirklich heißt, wird durch eine Reihe von Verkehrsdesignentscheidungen erreicht, die den Raum auf der Straße Stück für Stück den Anwohnern zurückgeben. Die Straßen sind sehr dünn. Das sorgt dafür, dass man gar nicht so schnell fahren kann und dass man nur in die Straßen reinfährt, wenn man wirklich dorthin will, nicht nur zum Durchfahren. In diesen Straßen gelten auch sehr niedrige Höchstgeschwindigkeiten, meistens 10 Kilometer pro Stunde. Aber Geschwindigkeitsbegrenzungen alleine helfen nicht so gut wie dünne Straßen, die höhere Geschwindigkeiten unattraktiv machen. Physik funktioniert besser als Schilder. Dieses Plateau ist ein gutes Beispiel für fußgängerorientiertes Design. Wisst ihr, wenn ich in Deutschland über eine Straße gehe, muss ich vom Fußweg runter auf die Straße steigen, dann auf der Straße laufen, um sie zu überqueren und dann wieder hoch auf den Bürgersteig steigen. Die unterbewusste Botschaft, die vermittelt wird: Ich dringe in den Raum der Autos ein. Ich muss vorsichtig sein, wenn ich diesen Raum, der eigentlich den Kraftfahrzeugen gehört, durchquere. Und wenn ein Unfall passieren sollte, bin auch eigentlich eher ich schuld, oder? Ich meine, was mache ich auch auf der Straße? Das ist der Raum der Autos. Dieses Plateau sorgt dafür, dass der Fußweg hier durchgehend ist. Die Autos müssen nach oben auf die Ebene des Bürgersteigs hochfahren und alleine durch dieses Hochfahren müssen sie langsamer werden. Die unterbewusste Botschaft ist auch eine andere. Die Autos dringen in den Bereich der Fußgänger ein. Sie müssen vorsichtig sein, dass sie hier, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben und nur Gäste sind, niemanden anfahren. In den Superblocks sind die meisten Straßen Einbahnstraßen. Das sorgt weiter dafür, dass man nur dort reinfährt, wenn man dorthin muss und nicht, um nur durchzufahren. Auch die Fahrradinfrastruktur in Barcelona zeigt, dass viel mehr Leute auf das Fahrrad als Verkehrsmittel setzen, wenn es komfortabel und vor allem sicher ist, mit dem Fahrrad zu fahren. Vor allem physisch abgetrennte Fahrradwege helfen massiv, das Sicherheitsgefühl für Fahrradfahrer zu verbessern. Viel mehr als eine gemalte weiße Linie, die niemanden wirklich davon abhält, sie zu überfahren oder zuzuparken. An vielen Stellen in Barcelona wird die Fahrradspur von solchen Barrieren physisch von der Fahrbahn getrennt. An anderen Stellen werden Objekte auf der Straße genutzt, um diese physische Trennung herzustellen. Manchmal sind es auch Autos, die durch die Platzierung des Parkstreifens in der Mitte der Straße diese physische Trennung herstellen. Aber das ist nicht so gut wie die Barrieren, denn hier besteht das Risiko, dass Fahrradfahrer durch aufgehende Autotüren verletzt werden. Diesen Fahrradweg finde ich super. In der Mitte dieser großen Hauptverkehrsader wurde auf dem Grünstreifen ein Fahrradweg für beide Richtungen gebaut. So konnte, ohne dem Kraftverkehr Platz wegnehmen zu müssen, ein sicherer Weg für den Radverkehr geschaffen werden. Aber Moment, sagt ihr jetzt, in den Superblocks ist es jetzt angenehm. Aber was machen wir mit den Arterien? Ist es nicht schrecklich, seine Wohnung oder sein Geschäft an einer von den großen Hauptstraßen zu haben? Hier kommt ein weiteres Stück brillantes Verkehrsdesign ins Spiel. Wie einige von euch schon erkannt haben werden, haben Arterienstraßen im Inneren von Städten ein großes Problem. Sie sind gleichzeitig eine Straße, die viele Leute als Teil ihrer Route befahren wollen und auch eine Straße, zu der viele Leute wollen. Das Ergebnis: Alle behindern sich gegenseitig. Leute, die nur durch wollen, kommen nicht richtig voran und Leute, die hinwollen oder dort sind von dem vielen Verkehr gestört. Dies lässt sich folgendermaßen beheben. Die großen Straßen in Barcelona sind oftmals von diesen kleinen Straßen gesäumt. Sie stellen eine Trennung von Durchfahrts- und Zielstraßen her. Die Durchfahrtsstraßen haben keine Parkmöglichkeiten oder andere störende Elemente. Sie sind nur dafür da, dass du auf ihnen langfährst und möglichst schnell wieder weg bist. Die Zielstraßen sind auch pazifizierte Gebiete, auf denen Fußgänger und Radfahrer Vorrang haben und die Geschwindigkeit stark reduziert ist. Das sind nur ein paar der Änderungen, die Barcelona halfen, das Problem mit dem Verkehr und dem Smog in den Griff zu bekommen. Und ich muss sagen, ich fände es schön, wenn sich einige Städte in Deutschland ein paar dieser Taktiken schon jetzt abgucken und nicht erst, wenn sie wie Barcelona in Verkehr und Smog ersticken.